irgendwie schon eine ganze Weile auf meiner Liste von Sachen, die ich gerne machen möchte, die ich gerne spielen und mir anschauen möchte. Und ja, heute ist es soweit. Ich fange einmal an. Also. Ja, wir probieren das erstmal ohne Visual Guidance. Okay. Sprache kann ich scheinbar nicht hier umstellen. Ich schau mal eben kurz, ob ich das in Steam umstellen kann. Properties, Updates, Local Files, Beta. 0. Gut. Back in the game. Dann starten wir. Lade Kringel des Todes. Es ist ja kein Balken. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Oh, wie? Ja, tu ich doch. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Atlantic Island Park. A tribute to the unnamed heart of Solomon Island and the people who used their talents to bring the dream of Nathaniel Winter to life. May this park be a place where joy and laughter are gathered and used to infect all of those who follow after. Dedicated this first day of May in 1977, James B. Longley. Okay. Lass mich weggehen. Ja. Nein. Ja, ja. Ah. Ach. Blödi. What? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. So. Gut, also laufen wir unserem Sohn hinterher, der, gut erzogen wie er ist, in den Park wieder hineingelaufen ist.
nachdem er bereits geschlossen. Kinder sind so eine Bereicherung für unser Leben. Das ist der helle Wahnsinn. Read Flyer. Nope, ich lese euch das nicht alles vor. Also. Vielleicht. Welcome to Atlantic Island Park. When I first came to visit Solomon Island, I fell deeply in love with its natural beauty. It's a scenic place and I created many of my best memories here. I wanted to create a place that captures the essence of Solomon Island. A place where families would bring their children to create memories of their own. I invite you to explore this park that we have created, from the Ferris wheel, which rivals the local lighthouse for the best views of the area, to the sideshow alley where we have many fascinating games and objects from the local area to explore. Enjoy Nathaniel Winter. Wir haben Sachen für Kleine, für Teenager und für Große. Man kann hier was essen und man kann hier sogar schlafen. Das Overlook Motel. Und wer so intensiv wie ich The Secret World gespielt hat, weiß, dass man dort in irgendeinem der eher frühen Akte sich aufhält im Overlook Motel. Ja, einer der frühen Akte, so ziemlich das Einzige, was ich gespielt habe in dem Spiel. Also ich war nicht sehr, ich habe es nicht zu lange getan. Wobei es nicht schlecht war, also es hat mir schon gut gefallen. Aber wie das, Entschuldigung, mein Markenzeichen in meinen Videos, ich gehe, ne? Aber wie das so ist in MMOs, man sollte sie nicht alleine spielen, macht so nicht so sehr viel Spaß. Ja. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Ja, und spontan geht die Birnen kaputt. Callum, I told you to wait in the car. Nee, gar nicht gruselig, total schön hier. Super. Oh God. The park. What happened here? Also der Park sieht ja jetzt eher wie etwas, ich bin mir sicher, dass ich nicht so einfach wieder zurücklaufen kann. Total abgenutzt aus und verlassen. Come back, Callum. Ich kann rennen. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn ein Spiel sagt, ich kann rennen. Hallo, rennen bitte. Wow. Come to mommy, Callum. Mhm. Unbedingt. Schnell. Ist kalt. You can't catch me. Ja, ja. Das hat geknackt. Ja, hier kann man nicht lang. Ist ja halt auch ein doch eigentlich eher vorgegebener Sideshow Alley. Eher vorgegebener Weg, den wir hier beschreiten. Oh, guckt mal, ich habe Füße und Brüste. Ja, so, ich bin da eigentlich gar nicht drauf gegangen. Warum nicht? Ah, komisches Geräusch. Nicht schön. Muss ja gucken, ne? Kann man da... Ja, aber die kann natürlich aufmachen. Okay. Bitte. Überhaupt nicht. Ja. Da sind Sachen. Die bewegen sich im Gras. Das war ein Vogel, das habe ich gehört. Ich weiß nicht, hört ihr das? Also es ist von der Atmosphäre.
Jetzt ist wieder Musik da. No. Stop! Callum! Over here. Don't hide from me, Callum! This way. Which way? Carrie Killian as Sultan's core. Okay. Where are you? Catch me, Mommy. Ja, ja. Klar. Mäßig habe ich das. Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Ja, ja, ist ja gut. Du musst ja nicht direkt fürchterlich gruselige Dinge tun. Wow. Strange. Aber ich würde da ohne Taschenlampe auch in echt niemals reingehen. Huch. Kann man in dem Spiel sterben? Hello? Come on, this way. Ja, ja. I think this belongs to Callum. Hi. Ich habe einen Schuh aufgehoben. Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad and Chipmunk, worst in class. Chad can't even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dead-end job. Chad will die a useless slob. Okay, großartig. Freundliche Menschen hier. Ja, macht Spaß. Kann man auch nicht. Come back, Callum! Ja, ja. Ja, gleich. Ich muss das noch lesen, was da steht. What is this about? Purchased the land on Solomon Island for a pittance, I might add. Whatever the old Archie Henderson did to the locals, just the mention of his name had people slamming doors and locking shutters from the moment I arrived on the island. My lawyers had arranged everything in advance, but the realtor still had to come and deliver the keys to me personally. He took it upon himself to offer me another warning. I don't know what you're planning to do with this land, Mr. Winter, but the soil here is bitter with a curse carried from the old country. Old man Henderson, he did terrible, dark things. The land remembers so. I dismissed him shortly afterwards, mostly amused by his pathetic attempts at warning me off. I have a great vision for this place, and the will to see that vision through to the very end. Atlantic Island Park. The name is perfect, and I cannot imagine it being anything else. This is the start of something amazing. Also für diejenigen, die nicht ganz so flüssig im Englischen verstehen oder lesen sind, also als der hat das Land halt, es ist wohl was handgeschriebenes von diesem Mr. Winter, und als er das Land hier gekauft hat, das hat wohl vorher einem gewissen Archie Henderson gehört, und die Leute haben mit ihm aber nicht über diesen Mann reden wollen, also er weiß nicht, was dieser Mann gemacht hat. Die Leute haben ihm Türen zugeschlagen und irgendwie die Fensterläden geschlossen, wenn er irgendwie nur den Namen erwähnt hat, und er musste halt nochmal irgendwie hier mit dem wie nennt man das? Ja, Immobilienmakler, also mit dem Makler sich nochmal treffen, und der hat ihm halt nochmal gesagt, so, also ich weiß ja nicht, was sie jetzt hier vorhaben mit dem Land, Mr. Winter, aber der Boden hier ist verflucht. Ja, oder ist verseucht mit einem Fluch, der noch aus dem alten Land stammt. Keine Ahnung, was er damit halt meint, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber eben der alte Henderson hat hier schreckliche, dunkle Dinge getan, und das Land kann sich noch daran erinnern. Ein wenig mystisch, da Mr. Winter hat sich eben halt auch nicht davon beeindrucken lassen, denn es ist eher halt so ein bisschen erbärmlich und
hält also an seiner großen Vision für diesen Platz, für dieses Gebiet fest und wird also quasi etwas Wunderbares, etwas Tolles hier oben machen und das ist der Beginn von etwas Großartigem. Oder so. Ich will gar nicht wissen, was das sagt. Callum, where'd you go? Come on, Mommy. Ja, ich beeile mich. Fast. Callum? This way, Mommy. Where are you? Over here. Callum, come back here right now! Callum, stay where you are! Come on, Mommy. Und bleibt ja nichts anderes übrig, auch wenn ich da im Moment keine sehr große Lust drauf habe. Das ist... Also in diversen Freizeitparks, in denen ich war, fand ich diese Sachen immer eher langweilig. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread,
and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Ja, das ist, weil Männer keine Impulskontrolle besitzen. Selbst in dem Alter Nibble, little mouse. besonders. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Wie das mit den Süßigkeiten noch von Fremden ist. Was zur Hölle? Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Hab ich sehr anders in Erinnerung. Das ist auch immer irgendwas mit Kannibalen. Ah! Oh mein Gott! Holy fuck! Ernsthaft? Oh Gott. Ja, ich möchte aussteigen, bitte. Jetzt, sofort. Hallo. Oh mein Gott. Lass mich raus. Hallo. Lass mich hier raus. Okay. An dieser Stelle, nach einer gemütlichen Bootsfahrt, das sieht man auch von dieser Scheißseite aus, sieht man das nicht. Außerdem, warum? Ich bin doch nur im... Callum, stay where you are. Yeah, stay where you are. Ist er nicht. Alter. Also ich hätte mich da mal ein bisschen erschrocken. Sicherlich sehr witzig. Wir gehen jetzt an dieser Stelle bis zur nächsten Folge. Danke fürs Reinschauen. Und ja, schaltet auch in der nächsten Folge rein, wenn ihr noch mehr
sehr alberne Schreckmomente von mir erleben wollte. Ich glaube, ich habe ein bisschen Herzstiche und werde jetzt vielleicht einfach ein Stück Schokolade essen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.